Morgen von Tag 3. Ja, der Tag gestern ist echt gut gelaufen. War auf jeden Fall anstrengend, die Höhenmeter, aber war eine tolle Wanderung. Nass wurde ich auch, aber ja, meine Regensachen haben auf jeden Fall gehalten. Hier habe ich dann eigentlich nichts mehr gemacht, außer ein bisschen zu lesen, Tee zu trinken. Ja genau, ich habe eine Suppe gegessen. Ich hatte gestern ganz schön Hunger. Genau, die Nacht war eigentlich ganz gut, aber ich bin heute richtig knatschig und zerknautscht. Brauche auch echt heute ein bisschen länger. Eigentlich wollte ich schon längst unterwegs sein. Wir haben extra um 7 Uhr anstatt 7:30 Uhr gefrühstückt und jetzt ist genauso spät wie gestern, als ich losgelaufen bin. Ja, jetzt werde ich noch schnell mein Wasser auffüllen, zahlen, mein Sandwich einpacken und dann geht's los. Heute finaler Tag zum Krater und dann schauen wir mal, wie anstrengend es wird. Jeder sagt, dass es voll hart wird, aber laut Komoot ist auf jeden Fall der Aufstieg nicht so steil wie gestern. Aber ja, wir werden es herausfinden. Bis später. Heute sind die minimalen Anstiege, also man erkennt das gar nicht als Anstieg, auf jeden Fall auch schon gut anstrengend. Es fisselt auch jetzt gerade, ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Das wäre okay. Oder ob es sich jetzt doch schon morgens einregnet. Das ist natürlich doof. Vor allen Dingen, weil ich dann auch den Krater gar nicht sehen werde, wenn ich ankomme, wenn es regnet und wenn es wolkenverhangen ist. Aber ja, für den Fall habe ich morgen früh noch den Morgen. Ich schlafe in dem Ort, wo der Vulkan ist. Und wenn nachher das Wetter zu schlecht ist und man kann gar nichts mehr sehen, dann habe ich morgen früh die Möglichkeit, nach dem Frühstück da auch noch mal kurz hoch zu hiken und dann erst den Bus zurückzunehmen. Aber drückt mir die Daumen, dass sich das Wetter hält. Ja, bisher ist es auch wieder richtig schön. Also die Berge hier, die Anden, einfach so toll. Und wenn man dann so ein bisschen den Nebel sieht und die Wolken, einfach toll. Einfach toll. Habe ich schon gesagt, dass es toll ist?
Hier geht es jetzt geradeaus und dann geht es da hoch. Ja, das ist also der erste richtige Aufstieg. Wow. Also das war jetzt der erste richtige Anstieg und der war zum Schluss ganz schön steil. Oh. Und dann so auf einem sandigen Boden und ohne Trekkingstöcke, auf jeden Fall ungewohnt. Ich schwitze total, aber es ist mir irgendwie trotzdem ein bisschen zu kalt, dass ich die Fließjacke ausziehen will. Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Jetzt ist, glaube ich, ein kleines Stückchen, wo es ein bisschen ebenerdiger ist und dann geht es weiter. Ich habe auch gerade mal geguckt, 700 Höhenmeter habe ich noch vor mir. So. Ja, was ich mich mal frage, man kommt immer wieder an so Stellen vorbei, wo es offensichtlich gebrannt hat und ich frage mich da immer, war das jetzt mit Absicht? Haben die mit Feuer gerodet oder ich weiß nicht, war das ein Unfall? Ist da der Blitz eingeschlagen? Wenn ihr das wisst, was es damit auf sich hat, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich werde es vielleicht auch mal später erfragen. Ja, aber jetzt erstmal weiter geht's.
Moody, moody, moody. Wenn das Wetter so ist wie jetzt, so moody, 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 und man hat so eine Landschaft, dann mag ich das ja. Also einige wissen das ja vielleicht schon, weil ich das schon mehrfach gesagt habe. Aber das mag ich. Und das erinnert mich an meine Wanderung mit meiner Freundin Val, mit meiner Wanderung mit meiner Schwester Sam in den Alpen. Ja, und natürlich auch an den West Highland Way. Ich bin einfach ein Regenhiker. So, ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Das ist mega schlammig und so lehmig. Total rutschig. Ich hatte da vorne schon Probleme und habe mich da an so einem Ast festgehalten und bin trotzdem gerutscht. Weil hier sind nicht so richtig Äste. Was ist denn da? Eine kleine Schutzhütte? Dann mache ich doch da ein kleines Päuschen. Hola! So langsam bin ich schon ein bisschen kaputt. Was steht da? Immer noch 4,2 Kilometer bis zur Lagune. Das andere kann ich nie lesen. Ja, aber wie ihr sehen könnt, kann man hier auch schon nichts sehen. Deswegen gehe ich heute auch gar nicht zur Lagune. Ich werde nur bis nach Kilotoa reinwandern und werde dann ins Hostel. Und spare mir das dann heute da hoch zu wandern, weil man ja wie gesagt eh nichts sehen würde. Und ja, ich schlafe ja heute in dem Ort. Dementsprechend kann ich mir dann den Krater selber morgen früh anschauen, weil morgens ja, ist das Wetter ein bisschen besser. Und ich bin auch irgendwie gerade nicht so schade drum, weil ich bin echt kaputt. Ja. Da geht's jetzt hoch, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Freunde. Ich kann nicht mehr. So, ich bin jetzt hier quasi oben schon am Kratersee angekommen. Gar nicht gecheckt, dass man ihn da schon sehen kann. Ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Es gibt auf jeden Fall Rundwege, aber the view is not the best und ich bin echt wirklich total kaputt. Wir suchen jetzt gerade den Weg, wie wir von hier aus zu unseren Hostels kommen. Und dann komme ich morgen früh nochmal hier hoch und gucke mir das Ganze nochmal ganz genau an und hoffentlich dann mit einer besseren View. Ja, weil, wie ihr seht, sieht man nichts.
Okay, von da, wo wir gerade übrigens angekommen sind, geht es jetzt nochmal eine Stunde bis runter in den Ort. Ich bin jetzt endlich hier im Ort angekommen. Ich bin total kaputt. Aber war auf jeden Fall eine schöne Wanderung, kann ich jedem empfehlen. Und ja, morgen früh entscheide ich dann, ob ich mir dann den Krater nochmal anschaue. Ist auch eigentlich gar nicht weit. Also der Ort ist tatsächlich hier oben am Krater selber, was eigentlich sehr angenehm ist. Und ja, jetzt laufe ich hier kurz durch den Ort, wo gerade nichts los ist. Mein Hostel ist relativ am Ende. Ich muss mich mal kurz orientieren. Und ja, ich werde mich dann jetzt gleich duschen und dann dick einmummeln, was essen. Und ja, das war's. Vielleicht nehme ich euch dann morgen nochmal mit, vielleicht aber auch nicht. Ja, wenn euch die Wanderung gefallen hat, dann lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert mich sehr gerne. Das unterstützt mich und den Algorithmus, weil YouTube dann weiß, dass meine Videos relevant sind. Ja, damit würdet ihr mich unterstützen und lasst mir gerne auch Feedback da, Fragen. Ich freue mich wie immer. Und ja, bis bald.